Morgen hier einer. Wenn man singt, omfattar man hastig låt när barn. Nummer hastig. Danket dem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich, sie wäret ewiglich, sie wäret ewiglich.
lobet den Herrn, ja, lobet den Herrn, auch meine Seele, vergiss es nie, was dir gut getan, was dir gut getan, was dir gut getan. Sein ist die Macht, allmächtig ist Gott, sein Tun ist weise und seine Huld ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu. Groß ist der Herr, ja groß ist der Herr, sein Name ist heilig und alle Welt ist seiner Ehre, voll ist seiner Ehre, voll ist seiner Ehre, voll. Nummer 499. Feuer 199. Das Leute wie letzte 10 Stunden, wie das Leute üben, so, das wird unbekannt sein, weil wir sollen, wir können kraftig singen, und dann du so eine Bemerkung in die zweite Rie von dem Chor, oder die zweite letzte Rie, das sagt, du so, fülle mich aus, anstatt du vielleicht einen Schriebfehler, aus wann du würdest sagen, fülle mich auf, dass der Heilige Geist ans abfallen wird. Der du auf Wasser einschwebtest, sprachst im prophetischen Wort, der du seit Ewigkeit lebtest, geh niemals mehr von mir fort. Gott, Heiliger Geist, du bist Leben, fülle mich auf, rufe ich. Du nur kannst Vollmacht mir geben, Herr, bitte wirke durch mich. Du kannst wie leuchtende Flammen ein zu den Jüngern des Herrn. Du hältst die Herzen zusammen, sendest uns aus in die Fern. Gott, Heiliger Geist, du bist Leben, fülle mich auf, rufe ich. Du nur kannst Vollmacht mir geben, Herr, bitte wirke durch mich. Du hast erfüllt die Verheißung, die Jesus uns einstens gab. Du schenkst mir Führung und Weisung, seit ich, o tröste dich hab. Gott, Heiliger Geist, du bist Leben, fülle mich auf, rufe ich. Du nur kannst Vollmacht mir geben, Herr, bitte wirke durch mich. Gaben der göttlichen Gnade legtest du in mich hinein, damit ich Menschen
ewig beim Vater zu sein. Gott, Heiliger Geist, du bist Leben, fülle mich auf, rufe ich. Du nur kannst Vollmacht mir geben, Herr, bitte wirke durch mich. Amen. Good morning, so van mij ziet uit. Hartelijk welkom iedereen. So, je weet niet immer, dat was vrijheid weer naar ver toe komen en je dat aanleggen dat je dat zo staat wel, dan is het van der ware correct zo staat en je dat er weer af has en wieder geven voor broeder Enrique de gelegenheid voor de erafening. Morgens. Ik mag met een paar versen aanvangen, wat we in Psalm 34 zingen. De versen 2, 5 en 9 die sagen: Ich will den Herrn alle Zeit loben, für immer soll sein Lob in meinem Munde sein. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. So ging David dort. Sagt, die eerste vers, hij wil God loben. Solange als hij, zoals het zegt, ich will den Herrn alle Zeit loben. Hij wil hem immer loben. En dan vers 5 zegt dat hij heeft hem ongeroept en hij heeft hem ook geantwoord. En dan vers 9 zegt hij, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Krijg vers 5, dat is eine Anleitungsphase auf meinem Thema von dem, wo ich heute noch ein bisschen von reden. Das Thema geht um Gebetserhörung. Beim für das Thema Reutmerken, als mir gefragt wird, dann dachte ich so, okay, ich habe toll gesagt, aber was ist an Zeit zu reden? Ich brachte dort ein Gebet zu Gott und ich sehe, wies mir, was ich soll hier reden, dat ik niet wat van mij, vanzelfs uit mij zelfs reden. En de tijd ging wieder, de dag kwam Nora, en het ging zich zo, dat het niet zich op. En dan had ik eerst gevraagd, wat ligt er ver? Waarom geeft Gott mir nicht een Timer an? Ik los op verschiedene steden, hier en daar, en irgendwo, dat ging zich zo, dat wil zich niet opdoen. En wat ik dan op mijn knieën ging en God zei, wat is dat thema wat ik reden zal? Aber als du op einmal irgendwas wat de verlegen dat, waarom du mir nicht antworten das? En dan denk ik, war er wieder en zag hem thema en ik dacht so, Gott wat ik nog bezeugen. Want het zien wel is dat ik hier reden zal, hij wat ik bezeugen. En zo kwam het dan, dat op einmal dan dacht ik even nu, Gott wat hier. En in dem Moment, als van Gott mir das angeeft, krijg ik even Gebetserhörung te reden. En dan wordt mir dat klar, waarom dat schijnt zich zo, dat wordt ze toe zijn. En dan dacht ik even nu, oké, wat wil Gott mir daar dit leren? En ik mag een kaart een beetje doen van wat uitbrengen, wat ik daar dit nog waar ik geleerd heb. Het was dat zijn niet alles vreemde punten, wo ik mag kaart nennen. Aber Gebetserhörung, dann fragen wir uns, was ist eine Gebetserhörung? Ich denke, wir würden alle sagen können, wie können du von Zeugen? Aber haben wir uns nochmal nachgelesen, was ist eine Gebetserhörung? Wir wollten alle, was das ist. Das ist, wenn Gott antworten hat, auf was wir zu anbeten, was wir nur fragen. Das waren mehrere Schriftstellen gegeben zu lesen, aber ich möchte am Anfang den Textvers lesen aus der Apostelgeschichte. De 12e kapitel. Zum Anfang, okay, ich möchte hier gerade ein bisschen
Apostelgeschichte 12, dort ist du, wo Petrus im Gefängnis ist, zwischen den Soldaten, wo der König an will vor Gericht tragen. Und dann Vers 5 sagt es, und Petrus wurde zwar ins Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. So hier ist es, wo Petrus auch im Gefängnis ist, wo die Gemeinde, die hat sich versammelt, für ihn, und das sagt hier, unablässig, unabhören, beten sie für ihn zu Gott. Und dann wieder die Versen 12, Bad 16. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Und während er da dachte, kam er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, wo viele beieinander waren und beteten. Als Petrus an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freuden, sondern lief hinein und berichtete ihnen, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sagten zu ihm, du bist von Sinnen. Sie aber bestand darauf, es wäre so. Da sagte sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie aber öffneten, sahen sie ihn und erschraken. So, hier ist der Zwischentiet hier und so, ist also der Engel uit das Gefängnis rüberführen, der zu studieren, sich uptun und so wieder. Und er kam hier in so das Haus, wo die Gemeinde sich versammelt hat, für ihn zu beten. Und als diese Kirche dort sitzt, und dort hiert, eigentlich dort hiert, dort Petrus ist, dann ist sie so benommen, sie ist so voll Frieden, sie merkt nicht, wo putzt der up, sondern sie geht näher und sagt, hey, Petrus steht da drüben. Und sie glauben das gar nicht. Sie glauben, dass sie erst vielleicht auf irgendwas, das wird vielleicht gehiert. Aber sie besteht dann, und als sie das nicht wirklich sein, dann verwundern sie sich doch. So, dort ist dann der Thema, gerade Gebetserhörung, dass wir hier in dieser Gemeinde sein. Sie werden alle taub und sie beten zu Gott unabhören. Was sind Bedingungen, was wir treffen machen, damit Gott uns Gebet erhören wird? Erstens mal, wie man Elend sein, also dass wir dort im Psalm 34, Vers 7 hier lesen, wo wir all dienen. Einmal drei durch Hand, Psalm 34, Vers 7. Sagt er, als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. So, was bedeutet das dann nu, wenn wir elend sind? Ich sag das Wort ab im Wirabjuk, und auf Spanisch fingen wir das Wort zu ver pobre. So bedeutet das nicht, wir sollen arm sein, und wenn wir nicht arm sind, dann wird Gott uns nicht erhören. So, das hat hier nicht mit irdischen Reichtum zu tun, oder mit irdischen Reichtum, sondern, dass wir selbst zugrunde gehen mit uns, dass wir dort morgen, ich von mir selbst, ich sinnisch. Ich sind ganz abhängig von Gott. Wenn wir dort erkennen wollen, dort ist ein Punkt, wo Gott unsere Gebete erhören kann. Solange wir stolz sind bei uns, und sie denken, ich werde mit meiner eigenen Kraft vollbringen, dann kann Gott gleich erhören, und er wird gleich, er will nicht. Aber wenn wir das erst tun, mit uns ist es nicht, dann ist du, wo Gott seine Macht beweisen kann. Kriegst du aus dieser Gemeinde, sie werden ganz taub, und sie merken dort, sie können nicht tun für Petrus, aus dem Gebet zu Gott gehen und anders sein. Aber ebenso können sie leider nicht tun für Petrus, wenn sie können nicht im Gefängnis nehmen und um die Proben mit Gewalt reinzuholen. Sie sagen das, sie werden ganz abhängig, an ihre hängen, wir einmal das Einzige, was sie nach tun können, und das wir das Gebet. Und so muss das auch bei uns sein, dass wir auf einmal tauschen mit uns ist das nicht. Der nächste Punkt, das ist, dass wir im Namen Jesus beten wollen. Das bedeutet, ein anderer wird, dass wir an seinen Willen beten wollen. Dass wir nicht an den eigenen Willen zu Gott bringen, sondern dass wir wirklich uns wollen in den Willen Gottes stellen, dass Jesus in Gethsemane da. Er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dort drückt es, dass wir uns erstens ganz handgeben und sein, das ist nicht mein Willen, sondern dein Willen. Das bedeutet wir nicht, dass wenn wir Pläne haben, dass das keine rechte Pläne sind, aber das bedeutet auch,
dass wir unsere Pläne unter Gott sehen wollen stellen und sagen, nimm du die und lehr du und vier du. Dort ein paar Verse in Johannes 14, Vers 13 und 14. Wir sagen, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun. So, wir finden das hier ganz klar, wenn wir am Gott sehen wollen, wollen beten, in seinem Namen wollen beten, er wird uns das geben. Das ist nicht, dass er kann uns das geben, sondern er sagt, das will ich tun. Er verspricht uns dort. Der nächste Punkt, das ist, dass wir wollen am Glauben beten. Dann müssen wir erstens verstehen, was ist Glauben. Und da haben wir ein paar zutreffende Verse, wo wir in Hebräer auffingen, wo das Kapitel von dem Glauben ist. Erstens Kapitel 11, Vers 1, das sagt, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So, dort ist Glauben. Viertenbrück, wie dort wird Glauben, na, ich glaube, das kann so und so sein. Ich weiß das nicht. Aber ich kann mir das vorstellen. Und so brück, wie dort wird Glauben. An der Bibel fängt wir das Wort Glauben anders. Das ist, wir vertrauen das Wort und wir glauben das fest daran, wenn wir das nicht sehen. So, ans ganze Leben mit Gott das ist am Glauben. Wir haben Gott nicht gesehen, aber wir leben und wir vertrauen das fest ab. Und das, was Glauben ist. In den nächsten Vers, in Hebräer 11, Vers 6, sagt, aber ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. So, und wir können durch Gott gefallen, wenn wir nicht glauben haben. Das bedeutet, dass wir erstens glauben haben, dann wollen wir Gott gefallen. In ein dritter Vers, in Markus, Kapitel 11, 24, Markus Kapitel 11, Vers 24, das sagt, darum sage ich, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr das bekommt, dann werdet ihr das erhalten. So, hier haben wir das ganz klar, dass wir sollen glauben haben. Wenn wir beten, wir sollen glauben, dass das was passiert. Nicht im Gebet gehen und Gott das unbefehlen und auch so denken, na, wird das nicht dann wirklich passieren? Aber vielleicht so denken, ach, du wirst unmutsch nicht üben. Dort haupt dann nicht, wenn wir zum Gebet gehen, sondern wir müssen dort von Horten glauben, dort war ich was beten, Gott kann antworten. Der nächste Punkt, wir müssen am Gehorsam beten. Aber wir müssen am Gehorsam leben und ja sein Wort. Und dort ein Vers in 1. Johannes 3, Vers 22, sagt 1. Johannes 3, 22, und was ihr bittet, werden wir von ihm nehmen, wenn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist. Hier sagt das ganz klar, wenn wir dort und was er will von uns, wenn wir seine Gebote holen, dann sagt er, und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen. Wenn wir dann beten, Gott wird sich nicht unbezeugt loten. Er wird sich bewiesen auf eine oder andere Weise. Das kann sein, dass er sich anders bewiesen wird, vielleicht als was wir denken. Aber Gott wird sich auf eine oder andere steht, wird er sich bewiesen. Und noch das Letzte, an diesem Punkt hier jedoch, beständig beten. Das ist die Gemeinde dort. Sie werden beständig taub und sie beten. Nicht müde wollen, für was zu beten. Einmal sind wir zum Gebet gegangen und kurz darauf hat Gott geantwortet. Nächstes Mal braucht dort eine Zeit, wo er uns prüfen will, ob wir wirklich beständig wollen beten, über das denkt. Dort hat den Vers in Lukas 18, Vers 1. Dort sagt er erzählte ihnen ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten und nicht müde werden solle. So, wir sollen nicht müde werden, für ein Ding zu beten. Vielleicht hat einer oder andere von ihnen vielleicht all Jahren vielleicht für ein Ding gebeten, und das scheint sich so, dort hätten sie nicht übt. Dort merkt kein Unterschied. Vielleicht sagt Gott, noch ist dort nicht Zeit für dort. Aber dann will ich unsere Beständigkeit vielleicht ein bisschen proben.
Und dann wird er antworten. Noch kurz ein paar Punkte, was sind Hindernissen, woran wird ans Gebet nicht erhielt. Erstens erstmal, wenn wir Sinn am Horten haben, dann kann Gott nicht erhielen. So ist wieder in Jesaja 59, Vers 1 fing. Bad 3. Jesaja 59, von 1 Bad 3 sagt, siehe, des Herrn Hand ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könne, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Untugend, eure Lippen reden Falsches, eure Zungen dichten Unrechtes. So hier sagt das ganz klar, das ist nicht, dass Gott seine Hand zu kalt geworden ist, oder dass seine Ohren all schwarz sind und dass die nicht mal so klar hören, sondern dass es kriegt unseren Sinn, wenn du auf einmal Dinge zwischen uns und Gott, wenn das nicht ein offenes Verhältnis ist, dann kann das nicht erhielt werden. Und deswegen braucht das, dass wir uns noch mal prüfen. Wenn wir um ein Ding beten, und das scheint sich so, dass das nicht übt, dann können wir uns freuen. Hast du auf einmal Sinn in mein Hart? Habe ich auf einmal Dinge, wo ich nicht drehe, wo ich vielleicht eher so Buße tun? Oder der nächste Prüfstein? Oder habe ich auf einmal irgendeinen Götzen in unseren Horten? Na, wir denken so vielleicht, na, wir tun nicht Götzen anbeten. Aber vierten ist, wenn uns was wichtiger wird als Gott, dort taugt auch ans Götzen. Dort ein Vers in Hesekiel 14, Vers 3, das sagt, Menschenkind, diese Leute hangen mit ihren Herzen an ihre Götter und halten an dem Anstoß zu ihrer Missetat. Sollte ich denn ihnen antworten, wenn sie mich fragen? So Gott fragt, wenn sie sich unsere Götter zuwenden, wenn sie dann an Dingen freuen, soll ich dann antworten? Wenn wir nicht Gott Nummer 1 in uns Leben haben, vielleicht ist er dort, wo wir auf einmal irgendein wichtig holen in uns Leben, dass er nicht antworten wird. Dann können wir uns prüfen, wo stehe ich an dit? Habe ich auf einmal Dinge, die mir höher legen als Gott? Oder der nächste Punkt, Unversöhnlichkeit. Dass wir auf einmal Dinge mitdrehen, wo wir nicht den Nächsten können verzeihen. Und dass Gott dadurch nicht unsere Gebete erhören wird. Dort ein Vers in Markus auf 24. Markus auf 24. Und wenn ihr steht und betet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergibt. So, das zeigt hier ganz klar, dass, wenn wir beten, dann sollen wir auch unseren Nächsten vergeben, damit Gott uns auch vergeben kann. In der Vater unser haben wir auch einen Vers, wo er sagt, vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigern vergeben. So, wenn wir nicht bereit sind, unseren Nächsten zu vergeben, dann sei wie du mit Gott, dann vergib uns auch nicht. Wenn du mit sei wie, vergebe uns so weit, als wird wir bereit sein, unseren Nächsten zu vergeben. So, das kann auch ein Prüfstein sein, wo wir uns prüfen können. Hast du auf einmal irgendeine Unversöhnlichkeit ans Leben? Oder das nächste, hast du auf einmal ein falscher Motiv, ein falscher Brief dahinter. Dort ein Vers in Jakobus 4, Vers 3. Der sagt, und bittet und empfängt nichts, weil ihr übel bittet, um es an euren Begierden zu verschwenden. So, wenn wir auf einmal Dinge zu Gott bringen, an Dinge freuen, an für unseren eigenen Genotten, vielleicht hast du wen er nicht antworten wird. Das ist nicht dort bedient wahrscheinlich, wenn wir dort für unseren eigenen Genotten tun, dann beten wir nicht an Gott seinen Willen. So, du wen, also das ist wichtig, dass wir, wenn wir Wort beten, dass wir dort nicht für uns wollen, sondern dass das immer für den Wohl, für den Nächsten dein Wort. Ein nächstes, was mir abholen soll, dass ich hier für das heute merke, das fehlende Gebetsgemeinschaft. Dann dachte ich über woran? Fehlende Gebetsgemeinschaft, das bedeutet, ich kann nicht, ich kann vielleicht nicht top mit anderen top im Gebet über das Ding. Ich habe vielleicht auch eine längere Zeit für ein Gebet, aber das scheint sich so, das will nicht wird, du ändert sich nicht. Kann es aber mal sein, dass wir das vielleicht nicht in andere mitteilen.
Mir hat das auf jeden so gegangen, dann habe ich dort mit einem Ding schwor, weil ich dort den nächsten Matteil, dann habe ich dort viel leichter. Und so ist es auch hier. Gott kann antworten, wann wir auch ans Taub stehen, am Gebet, über ein Ding. Dort ein Vers mit Matthäus 18, Vers 19, wo er sagt, weiter sage ich euch, wo zwei unter euch eins werden auf Erden, warum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. So, wenn wir eine Person ansprechen und fragen, als er uns halten will beten, vielleicht jemand denkt, Gott wird sich durch nicht unbezeugt luten, das finden wir hier ganz klar. Wenn wir zwei uns einig waren, über ein Ding zu beten, Gott wird sich bezeugen, auf eine oder der andere Weg. Und dann dachte ich aber nun, vierten denke ich vielleicht so, wir haben vielleicht kämpfen, und wir sind so groß wie uns, omdat wir unseren Kampf den nächsten Metal und fragen, dass er vielleicht für uns beten will. Und an dem Moment, vielleicht auch, wo wir den nächsten dort Metal tun, wo uns Kampf ist, vielleicht erhielt Gott durch all das Gebet, was wir vielleicht auch durch den Tag gebet haben. Wenn wir wissen, dass wenn eine andere Person das auch weiß, wo mir das geht, dann wird er vielleicht für mich beten. Oder das merkt uns einen Unterschied, wenn wir unsere Dinge, unseren anderen Metal, wo uns das geht, das merkt uns einen Unterschied, das merkt das leichter. Und zum Schluss noch ein Punkt, mangelnder Lob und Dank. Wir danken Gott vielleicht nicht für eine Feriengebetserhörung. Ich finde, dass in meinem Leben fährt so, ich bete am Ding, wenn er das ich geantwortet hat, dann vergeht ich dafür zu danken. Für die Gebetserhörung, was er geschenkt hat. 1. Thessalonicher 4, Vers 18 sagt, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. So, wir sollen dankbar sein, nicht für alle Dinge, oder sage ich, an alle Dinge. Für schlechte Dinge können wir nicht dankbar sein. Aber an alle Dinge, an alle Umstände, wo immer wir leben, wir sollen dankbar sein. Und wir sollen Gott anerkennen und Gott loben. Vielleicht hast du das auch dort, wo er uns nicht eine Gebetserhörung schenken wird, wem wir für jeden dafür zu danken, wenn er uns eine Gebetserhörung geschenkt hat. So, ich kann noch einmal Topfuten. Bedingungen sind, dass wir erstens ganz elend sind, dass wir an Namen Jesus beten, dass wir an seinen Willen beten, dass wir am Glauben sind, dass wir am Gehorsam leben und dass wir beständig beten. Du kannst noch mehr Punkte sein, aber das werden keine Punkte, wo ich gedacht habe. Und Hindernisse kann sein, Sinn, ein Götzen an unserem Hort, Unversöhnlichkeit, ein falsches Motiv, oder dass wir nicht mit einem anderen Taub beten, oder dass wir nicht am dafür danken. Und dann habe ich aber nur gedacht, vielleicht hat einer den anderen so, ich habe all diese Bedingungen getroffen, warum antwortet Gott danach nicht? Vielleicht heißt es, dass er unsere Geduld, dass wir prüfen will, wo wir an unsere Geduld stehen, oder wo unsere Langmut ist, dass wir lang uitholen von Dingen zu beten. Er will unseren Ehrens proben. Und vielleicht sagt er auf einmal bloß, das ist noch nicht Zeit. Das braucht noch eine Zeit. Wenn das sagt, Petrus, im Prediger, fing wir dort, dass alles hat seine Zeit. Und so hat das auch eine Zeit, wann er Gott unsere Gebete erhören lässt und wann er nicht. So, wenn wir all diese Bedingungen getroffen haben, dann werden wir nicht mutlos werden, werden wir wieder beten, Gott wird sich bezeugen. Und Gott hat auf drei verschiedene Wege antworten. Einmal also ein Ja, nächstes Mal ein Nee, oder das kann auch ein noch nicht sein. Wach noch ein bisschen. So, wenn wir aufsehen für Gott seine Antworten, was er uns am Gebet wiesen wird, und wenn wir nicht abgeben am Gebet. Wenn wir noch das Hauptneigen für ein Gebet. Gereicht davor am Himmel, wir danken dir für diese wunderschöne Gelegenheit, wir danken dir für den Wort, wo wir uns können verführen, Herr, wo die uns so klar hingeluten ist, wo uns Gebet zu leben soll sein, Herr, und jedoch um Gebetserhörungen, Herr, ich danke dir, dass du Gebete erhört hast, dass du aber wahre Gebete erhören das, Herr, wenn wir die rechten Bedingungen trafen, da wirst du uns nicht anerhört luten. Herr, schenkt, dass wir wollen nicht abgeben im Gebet, sondern dass wir wollen uns bewiesen, und dass du die wieder kannst bezeugen. Herr, wir beten auch wieder für den Bruder, was hier die Botschaft hat, und wieder durch diesen Tag beschütze uns und bewahre uns und lehre du uns. In Jesu Namen. Amen.
Weil wir singen Nummer 608. Zashonderd en 8. Ik moet voor jou een opstoen weer posten lassen. Den Herrn wird gebetet, welch unverdiente Güte. Auch ich darf früh und spät mit kindlichem Gemüte zum Thron der Liebe nahen, den ihm ein Flehen verwahrt und stündlich dort empfand, was ich zum Heil bedarf. Hört, was die Liebe spricht, sie selbst macht Mut dem Flehen. Kommt bitte, zweifelt nicht, die Bitte soll geschehen. Ja, was ihr im Gebet, ob groß sei oder klein, in meinen Namen fleht, glaubt mir, ich will's verleihen. O Herr, mit frohem Dank, glaub ich, was du verheißen, und nix soll lebenslang mir diesen Trost entreißen. Im Glauben ohne Scheu schick ich mein Flehen zu, mach mich als Beter treu, für Samen sorgest du. Darf ich Platz nehmen? Dankeschön, Henry, für die Wahrlichkeit hier so mit der Einleitung zu dein. Und vielleicht denke ich, wir sind Pancho Banmans, sie sind auf Familientreffen, ich nehme an, sie sind nur Weihe gefahren. So, nu sind wir hier alle hier, ja, die wir hier so nicht missing sind. Und gut, für all die, die nachher die Möglichkeit gehabt haben, hier am Platz zu sein. Irgendwas als im Wort einmal war bin, was uns helfen wird. Ist es für den Tag, ist es für die zukünftige Dinge, was immer muss sein. Dann muss das nu auch dort sein. Ich sag mir, nu nanloten dit, für von der hier so eine Abgeübt fallen, dann kommen wir über dem die Gedanken an Weihnachten, weil wir kriegen, was wir dann feiern, dann wir die Geburt Jesu feiern. Okay? Und dann als Ostern, dann wird wir ganz kriegen, was wir dann feiern, dann wir seine Kreuzigung. Einfach, wo Jesus dann als am Kreuz genäht, dann wir dort feiern. Und dann am Pfingsten, dann weit wir auch. Dann wird gesagt, dann ist der Heilige Geist ausgegossen. Und ich nehme an, wir sind Zeugen davon, dass der Heilige Geist ausgegossen ist, wo wir, wenn es der schafft in uns, der lebt in uns. Der hat uns Leben gegeben, aus dem Geist, dass es nicht mehr bloß ein Leben ist aus dem Fleisch. Okay, hier sind diese 3 Dinge passiert. Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und dann sagt das Wort uns, und Jesus, die wird wahrer kommen, und dort weit wir nicht, wann er was sein. Es ist meistens noch, es ist nach weit auf, weit wir nicht gleich, wann er das was stattfinden. Aber in den Zwischenzeit, von dann, was der Heilige Geist ausgegossen ist, but von der ist all, sind all 3 Jahre vergangen. Viele Jahre sind vergangen von dann. Wo ist Jesus nu in den Zwischenzeit bei der Wahre kommt? Na, wir wissen, das Wort sagt, er ist im Himmel gefahren und er sat dort zu der rechten Hand Gottes.
Und wenn ich nicht von der würde eine Frau stellen, was ist Jesus seine Arbeit durch an der rechten Hand Gottes? Vielleicht wird je im Bett verschiedene Antworten geben, vielleicht wird das meiste selbe sein, ich weiß nicht, wo das gleich wird sein. Aber das, wo wir uns von der wollen, wieder in die Karte Botschaft, ich will jünt ja nicht allgeduldig holen, die sollen geloten sein, ich werde nicht dürfen sehr laut merken. Aber in den Zwischenzeit, für mich ist das was ganz Großes, was hier angehen wird, in den Zwischenzeit, wo der Heilige Geist geschenkt ist, was Jesus wiederkommen wird, in den Zwischenzeit, was Jesus seine Abgabe ist. Und ich wundere, dass das einmal ist, wo wir vielleicht meist das wenigste an denken dann. Und ich glaube, irgendwann einer von ihnen, wenn ich hastig nicht würde fragen, was ist Jesus? Nein, er ist bloß mit dem Himmel gefahren und er lehrt dann nicht, was den Tag, was wiederkommt. Er ist da noch für eine ganz große Bedienung nu kriegt in das sie gehen wird. So, wir wollen uns hier einmal ein paar Verse lesen, aus 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6. Wenn wir hier Vers 1 und wieder lesen, dann, du hast das von, wo man, jetzt hier zum Teil tut man dort, was wir in der Einleitung haben. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst durch Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen und für die Königin, für die Obrigkeit, und dass wir können ruhigen Stelle leben führen in aller Gottseligkeit und so wieder. Denn dort ist Gott und angenehm für Gott an seinem Heiland, wo dort will, dort alle Menschen sollen geholfen werden. Und dann Vers 5 und 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Von dit wollen wir uns nu wieder ein Thema anchecken, wo ich nenne, das ist dit, Jesus unser Vermittler, uns Vermittler. Hier op de welt heeft het, ik weet niet of ik dat alle weitende woorden en consolaal alles doen en dat en kan doen en zo wieder. Ik kan het klein het beetje wat ik moet van hier en doen en zo wieder. En vielleicht ein bisschen ook van zelfs van erfahren. Zum Beispiel, wenn wir mit einmal mit unserem Papier irgendwas wat schaffen wollen, ons Passport ist vielleicht uitgerannt. Und wir können das hier so tun, aber wenn wir nur, vielleicht muss einmal über die Grenze fahren tun, und dann hast du ein mexikanischer Konsul, und dann gehen wir durch in den Sinne Office nennen, und dann haben wir durch einen spanischen Passport merken. Wir sind in Utland, und wir können einen spanischen Passport merken. Das ist was ein Konsulat seine Arbeit ist. Und so gibt es vielleicht mehr über die ganze Welt. Gibt es so eine Konsulados, wo man seine Bürger vertreten hat. Seine Bürger vertreten hat. Er steht da an für dich. Er hat da seinen, als er das kann utarbeiten, dort, wo diese Person fehlen hat. Und wir, als Kinder Gottes, wir haben einen Vertreter im Himmel. Wer einmal zum Glauben gekommen ist, denkst du daran, dass du hast einen Vertreter im Himmel, als Jugend, mitteljährig oder älter. Du hast einen Vertreter im Himmel, wenn du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Und was der das Vertreter du im Himmel für die, von dir kriegt? Was der du für die? Hast du mal über gedacht? Was ist seine Arbeit da? Das ist nicht bloß, dass er das sagt und er reißt sich da ut, von der Schwere, was hier bei Welt alle ist durchgegangen und lügt nur den Tag, wenn er wird kommt, seine Gemeinde holen. Er hat noch eine ganz wichtige Arbeit. Wir wollen da wieder abkommen. In Epheser 2, weil ich denke, meist alle an den 19. Vers, aber wir wollen das Wort Vers mehr dazu lesen. Epheser 2, seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Junge Brüder und Schwestern, und die werden alle geworden sein.
so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Jaast, wie lange blieben die begünnt? Wie lange sind die da? Wo tüßig fühlen sich Jaast? Wie sei manchmal, fällt ihn tüßig, merkt ihn tüßig und hat das ja alles so von das begünnt ist, ja? So sei ich. Aber sind die das dort? Euer Luther und verloten die. Dann sind die wieder weg. Dann fahren die durch an, wo sie tüßig hier und da. Das Wort sagt, von dir zu mir und zu dir, wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann sagt die Bibel, Gottes Wort sagt von dir zu uns, dann bist du nicht mehr ein Gast. Du bist nicht so eine Worte, du bist ein Stolz hier, ein Reichhaft, hier so in der Familie Gottes. Du bist ein Bürger. Du bist in dieser, was ist das hier so? Sondern seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit wem? Mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wer sind diese Gottes Hausgenossen? Dort ist du so in dessen, wie soll ich sagen, in der Familie Gottes, sagen wir dann manchmal. Du bist ein Bürger. Du hast ein Reich unter dieser Familie Gottes. Für diese Menschen, wo du nicht mehr Jast und Fremdlinge sind, für die ist Jesus Christus durch als ein Vermittler. Wir losen uns durch, er ist ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist dort auch für die Angläubige von der noch. Er ist noch durch und er ist so an der Arbeit, durch dem Heiligen Geist versucht er, um Menschenherzen zu schaffen. Er will noch mehr Bürger dort Recht geben an diese Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er will noch mehr. Wenn dort nicht die Ursache wird, dann würde er sagen, kommen Sie in die Gemeinde all holen. Dann würde er all hier wach sein. Dann würden die Menschen, die würden im Anglauben sein, die würden dann all Hand, vielleicht muss hier rundchecken und dort mit Bewusstsein dort exzentriert geblieben. Ich bin noch nicht ein Mitbürger geworden von der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wenn dort nicht wird, dort das Vermittler, die schaffen noch an die Horten, die von dir noch nicht mit am verbunden sind. Die du noch nicht wie diese Familie Gottes betal. Und wir hier so in Epheser Kapitel 2 wieder trägen, Vers 14 wieder, denn es ist unser Friede, der aus beides eines hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft, nämlich das Gesetz so in Geboten gestellt war, auf das er aus zweien einen neuen Menschen in ihm selber schiefe und Frieden machte. Und dass er beide versöhnte mit Gott, beide, das meint hier so Heiden und Juden. Wie kann von der sein, du hast keine klar raus von Menschen, wo du nicht auch kein Anteil haben und das. Und hat als beides, und dass er beide versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet. Durch sich selbst. So wie weit, wenn wir lesen dann zwischen den Juden und den Heiden, du wird eine Feindschaft, die dazwischen wird, und der hat er getötet. Die können nicht bad Zugang haben zu dieser Familie Gottes. Und er ist gekommen, hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne waret und denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir den Zugang, alle beide, in einem Geiste zum Vater. So, nu als hij door das vertreden, hij heeft deze verarbeit gedaan. Ik dacht een beetje even nu, hoeveel moet zo'n man, zo'n consulau niet studeren, wat hij zijn titel krijgt, dat hij kon een vertreter zijn voor een ander land. Zum Beispiel, dat een Mexikaner wordt in een staatsnaam moven, en dan door seine Menschen von hier vertreten, die muss viel studieren. Viele Jahre nehme ich an, muss die in der Schule sein, um das zu studieren. Brüder und Schwestern, Jesus Christus hat den vollen Titel. Den vollen Titel hat Jesus Christus.
dass er kann für mich und für die ein Vertreter sein im Himmel. Dat is gestempeld als complete. Dat hij heeft zijn 100% uitgeveld, wat hij broken deed, dat hij deze stelling uitvallen kan, voor mij en voor die als Gläubige. Okay, wir gehen wieder. So, wir haben uns gelesen, dass wir sind nun nicht mehr Gast, wir sind nun Bürger. Wir sind nun Bürger und für diese Bürger steht Jesus nun an. Nu haben die all diese Gläubige, die an diesem Bürger sich handloten versöhnen mit Gott, wie wir uns nach den Deutschschaften anführen, da hat eine Versöhnung stattgefunden, als nur für uns Menschen. Und wir wollen uns die Verse nicht alle lesen, aber nu haben wir einen hohen Priester. Ein hoher Priester in Oude Bund, wie die dort steht, wenn du ein hoher Priester wirst, hij hat auch ein Ding, was hij kan doen. Hij kan bloß ein bisschen aus dem Schatten von das Wahrhaftige, kann hij auch die Menschen ihre Sünden versöhnen. In Wahrheit sagen die Schwester, Jesus wird das nun nicht in Schatten merken für mich und die. Was Jesus Christus aus dem Vertreter, aus dem Vermittler für mich und die nu ist, das ist nicht mehr in Schatten. Das ist das Wahrhaftige. Dit is dat wat er in alle Bund verhalten wird, wat er kommen wird. Dort wird es auch ein bisschen Schatten wird. Und hier ist dort nie in Wahrheit. Jesus Christus ist ein Vertreter. Und dann sagt uns dort in Hebräer 4, dort nu soll wir dann mit Freudigkeit mit diesem Vertreter gehen. Hebräer 4, 14. Dieweil wir dann einen großen Hohepriester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der in den Himmel gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern er versucht es allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. So nu haben wir so einen Hohepriester, so einen Vertreter wie Gott, wo du kraak weet waar ons tot geht. Weet je, hier op de wereld, ik doe eenmaal dit op een doelstal. Eenmaal is dat hier zo in de wereld, en eenmaal is dat ons hogepriester in de hemel. Hier op de wereld, du moet de consulau, die moet vielleicht eens met alle gewoon even kijken. Wat hebben we alles abgewiesen? Wat hebben we alles? Wat hebben we, wat er kan een help zijn, omdat hij kan voor ons aanstaan? Jezus Christus, nu wat kijkt hij bij mij en die? Want hij doet wel aanstaan, want hij doet wel een vertreder zijn voor mij en die. Nu wat kijkt hij? Hij kijkt door naar een gläubig, boosfertig, räumliches Hort. Voor dat staat hij door aan. Voor dat is hij door een vertreder. En dat hij door zo vertreden, dat dat kan in de familie Gottes, dat hij door een onreich en heeft. Jesus als der hohe Priester, hij wordt anerkannt von Gott selbst. Da will ich mal ein bisschen Hebräer 4 Vers 6 und dann Vers 10 checken. Ich einmal Vers 6. Du sagst jetzt, wie er auch am anderen Ort spricht. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ich weiß nicht, das kriegt das Wort für Melchisedeks, aber ich nehme an, das ist so in die Gottesordnung. Dort im Himmel, nur die Ordnung, kriegt Jesus Christus den Titel, dort er ein hoher Priester ist, und dort für Ewigkeit. Hier auf der Welt ist kein Mensch, kein Konsulau ist hier für alle Ewigkeit. Jesus Christus ist ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Wir verstehen, genannt von Gott, ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. So, anerkannt von Gott. So ich sage, hier so, aber Welt ist auch, die muss auch Anerkennung haben. Die muss was haben, einen Stempel haben, dass er würdig ist, für diese Menschen anzustehen. Jesus Christus hat gerichtet von Gott selbst, dass er die Anerkennung kriegt. Hier in der Welt macht man nicht viel getan. Menschen, von denen mit Papieren schaffen und so weiter,
dass sie wollen ein Bürgerreich haben, was hier ein bisschen irdisches Bürgerreich ist, dann braucht das manchmal viel zu tun. Hier so und du und dort machen sie tun. Ans Priester, ans Vertreter, ans Hohepriester, was im Himmel für uns anstehen wird, der hat den Priest getan für uns. Wir dürfen auch nicht den Priest tun. Er hat den Priest getan, und er hat den vollen Priest getan. Und da wir das bloß annehmen, bleiben und annehmen, und er steht da für uns. Was braucht das dann von unserer Seite, dass wir an das wirklich dann teilhaben? Und dann wollen wir nu bis nach wieder in Hebräer kijken, Hebräer 10, Vers 19. Hier geht es gerade an all die Brüder, sagt es hier so, an die Glaubensgenossen. 10, Vers 19. So wir dann nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat. Zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, fälligem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Und lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wann wir diesen Hohepriester nicht haben, wir haben uns dort gelesen, für wem du ist. Für die Gläubigen ist er steht du an, er ist ein Vertreter, er ist ein Vermittler. Lasset uns hinzugehen. Dann gehen wir nur im Glauben. Wir bleiben an das, dass er das würdig ist, dass er uns kann frei merken. Er kann uns für Gott gerecht durchstellen. Wenn wir über uns selbst denken, dann, für Gott gerecht zu sein. Und wir bekicken uns Leben, wir bekicken unseren Wandel, unsere Rede, uns Denken. Und nu soll ich für Gott gerecht sein. Das geht doch nicht so. Aber Jesus Christus, er ist ein Vermittler. Er hat diesen Preis geteilt. Er ist nicht nur, was er anstund hat, und nu dat hij mij en die voor Gott gerecht spricht. Wenn wir an das denken, dann, was Jesus Christus nu dat, was seine Arbeit du ist, in 1. Johannes Kapitel 2 sagt es, dass Gott will nicht, dass wir sündigen sollen, aber ob jemand hat, wenn dort doch was passiert ist, dann haben wir das einen Fürsprecher durch. Diese Arbeit ist an unserem Heiland, ans Vermittler dort im Himmel, den sie nur Arbeit ist, dass uns zu wieder frisch, frei zu merken. Wir kommen nur an, wir beten an, und er merkt uns wieder frei, und er stellt uns wieder gerecht für Gott. Wir können wieder dort zu dieser Familie Gottes teilen. Es wird ganz groß, was Jesus Christus nu kriegt, gegenwärtig im Himmel für uns tät. Einmal von unserer Seite aus, was das brauchen wird, ist, dass wir nicht glücklich sind in unserem Leben. Ich dachte immer nur, was wird passieren hier in der Welt, wenn in Konsulat, wir hatten vielleicht mal Wundtrouble gehabt. Und nu würden wir nur wieder hinfahren, und dann würden wir frisch uns den Weg aufmerken, wir können wieder hinträgen, über die Grenze fahren und so weiter. Aber wir würden immer würden wir einen Filter tun. Wir würden immer einen Filter tun, und wir würden über dem ganz glücklich geworden, wenn es ja nicht die Wort war anstehen für mich. Wo lang würde das Konsulat für uns anstehen? Die würden einmal sagen, weißt du was? Wenn du das nicht schatzen lässt, was ich für dich tue, ich weiß das nicht, was ich gleich schaffen tun, aber diese Vorstellung habe ich. Wenn du das nicht schatzen lässt, was ich für dich tue, weißt du was, ich kann die nicht wieder helfen, wenn die nächste Mal war, das ist, dann wollen wir die wahrscheinlich machen sein, ich kann nicht mehr.
Hoewel, want wir würden gleichzeitig sein. Wir würden noch weiten, dit und dort und ja, das soll wir nicht tun. Und wir würden einmal warten, dann würde er uns vielleicht mal einmal 3 schieben. Und dann würde man sagen, nu kann ich nicht mehr. Ich habe es so gleichzeitig genommen. Weil je hier dachte ich mit even nur, Jesus Christus, als er manchmal betriebt über mein Leben, als er manchmal betriebt über dein Leben, und er anstund dat für mich, er steht an für dich, er wird dich vertreten wie Gott, und er steht an, und er sagt, aber immer wahrer, wo wir Dinge tun. Weil wir uns nicht entmutigen lassen. Jesus Christus, wenn ich sein Wort lesen, dann versteht sich mir immer so, er wird uns nicht mal gerade so, was hast dich irgendwo ein Limit sagen. Wenn es in Matthäus fängt wird von, wenn ein Bruder an uns sündigen wird, wofür wir sollen reisen, den zu vergeben, und dann glaube ich nicht, dass Jesus weniger das als dort. Bloß wofür ein Konsens, dass wir betrüben. Einfach betrüben. Und das Wort sagt uns, wir sollen nicht dem Herr der Jesus betrüben. Und wenn wir dem Herr der Jesus betrüben, dann dürfen wir auch unseren Vertreter wie Jesus betrüben. So, dann braucht das von unserer Kant aus, braucht das dann, dass wir vorsichtig sind. Dass wir das Wort sagt uns in Epheser, in Kapitel 4, wenn wir uns den Vers noch lesen. Nee, Fall, das ist nicht nur, wo ich dachte, wo die wäre, ich habe mir den nicht abgesagt, aber das sagt, dass wir sollen vorsichtig wandeln. Wir sollen nicht gleichgültig sein. Und das Wort, so seht nun zu, das ist auch in Kapitel 4, Vers 15. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. So das lebe ich erst nu, einfach von unserer Kant, unsere Schuldigkeit. Dort ans Herr Jesus, dass er wieder kann, ans Vertreter sein. Uns zu dieser Familie Gottes, zu der Heiligen und Gottes Hausgenossen zu holen, braucht es, dass wir vorsichtig wandeln in dieser Welt. Wenn wir gleichgültig würden sein, dann denke ich einfach, da würde der Herr der Geist so betrübt worden, dass er sich einmal würde tragen. Der würde sich tragen, das war das Wort ans Ablehren hat. Noch ein Vers hier, Hebräer 9, Vers 24 sagt es, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht ist, welches ist ein Gegenbild der Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Wenn Sie das lesen, Hebräer 9, Vers 24, der letzte Part, dann sagt uns dass das Vermittler, der erschienen vor dem Angesicht Gottes für uns, um du anzustehen. Soll das nicht uns bewegen? Soll das nicht einfach uns bewegen, zu einer tiefe Ehrfurcht für unseren Vermittler im Himmel? Dass wir einfach in Ehrfurcht am Anbeten, am Ehren. Das Wort würden wir alle können tun. Einfach gerade mit uns leben. Mit so wir uns verholen zu der Gleichgültigkeit von dieser Welt. Die Welt lebt gleichgültig. Und sieht manchmal so, dass samtidig Gottes Leben auch gleichgültig. Und damit habe ich unseren Vertreter im Himmel keine Ehe andauern. Und wie gleichgültig leben dann, die Schwester, und haben wir unserem Herrn, unseren Vertreter, unseren hohen Priester keine Ehe andauern. Dort ist auch keine Zeichen von einer wahren Anbetung. Und wie gleichgültig leben dann. Es ist so wichtig, dass wir von der vorsichtig wandeln, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Mocht wie, da ich so ein kartes Wort ist, das angespornt worden sind, in diese wahre Anbetung zu leben, und dass wir unserem Vertreter, unserem Vermittler dort im Himmel, wollen ihr Lob und Anbetung bringen,
mit ons leven hier op Erden, wat er zo in durcheinander is, wanneer we dat in deze Welt bekijken doen. Mocht we durch een ganz klarer Stich finden, wodurch ons Vermittler kann viel eher in Anbetung erholen durch seine Kinder. Dass wir wieder können in diese Familie Gottes uns sehr tüchtig fühlen. Du, wo die mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen so aus das Wort uns sein wird. Ich will noch Stunden für ein Gebet. Lieber, allweitender Gott und Vater, wir neigen uns hier nach wahrer für dich. Hat wir Hand manchmal nicht wird, nicht Erkenntnis, nicht Verständnis, zu begreifen, zu erkennen, was du für uns getan hast, Herr Jesus. Und dort, was du dir nu kriegst, gegenwärtig das. Herr, wenn wir gefehlt haben, dann bist du da. Und du bist bereit, einzustehen für uns, wenn du getult hast. Du hast das getult, und nu können wir zu den Heiligen und Gottes Hausgenossen teilen. Lieber Vater, ich bete für mich, für all die Brüder und Schwestern, dass wir wollen, die Zeit, was du uns hier geben hast, dass uns Leben, uns Wandeln und unsere Rede, auch nu in diese Feiertage, dass die Wort ihr verdienen hochheiligen Namen bringen, und dass wir wollen in der wahre Anbetung leben. Herr, wusst du, uns das Loten dieper und dieper erkennen, was deine Arbeit der Nükreich ist, aus dem Fürsprecher für die Kinder Gottes dort zu sein. Aber Herr, wir weten noch, du bist von der noch durch, für die, die von der noch nicht im Glauben sind, die können auch noch, die wirst du auch noch tragen, und die wirst du noch bieten, wie die Himmelsgenossen. Aber Herr, wir beten, dass die nicht würden, dort so lange wegschieben, dass dein Geist sich mal immer wird tragen. Wir beten, Herr, wo einmal von der Familie zurückkommen müssen sein, wo du auch durch kann mit deinem Geist und im Mittelpunkt sein, wo du auch durch kann geirrt worden. Wir beten, Herr, dass du waschen jedem einen segnen, auch zum Segen Satan, in Jesus Namen. Amen. Darf ich Platz nehmen? Wir werden zum Schluss singen Nummer 394. Bedankbar zijn we voor dat Jezus ons vermittler is. Ik glaube, dus keiner wat anders sagen kann, nicht so? Weil wir das Leute die Dankbarkeit singen. Oh, ich singe so gern ein frohes Jubellied, das tiefe Minden meines Herzens glüht. Denn alles, was ich sah, auf Erden fern und nah, war für mich kein Ersatz für Jesus. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. So, ich sing Halleluja. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Als ich einst in der Sünde bin umhergeirrt, hat Jesus mich zurück zu Gott geführt. Trotzdem ich ihn betrübt, hat mich doch geliebt. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. So, ich sing Halleluja. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Hier die Freuden der Erde, alle sie vergehen.
Ganz schnell wie Spreu vom Winde sie verweht. Es bleibt allein das Herz, erfüllt voll Reue und Schmerz. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. So ich sing Halleluja. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. O wenn ich dermalein zum Himmel will eingehen, darf dann verklärt mein Aug den Heiland sehen, der an dem Kreuze starb und mir das Heil erwarb. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. So ich sing Halleluja. Es gibt keinen Ersatz für Jesus. Keinen Ersatz für Jesus. Das ist Wahrheit. Ich frage noch aufneigen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.